In diesen Videos bekommt ihr Anregungen für euer Karate-Training, egal ob zu Hause oder im Dojo. Und weil wir wissen, dass Körper und Geist zusammengehören, bekommt ihr auch noch Zen-Weisheiten bzw. Lebensweisheiten präsentiert, über die es sich lohnt nachzudenken. Oft trainieren wir im Karate so, dass wir bei einem Konter die vorangegangene Abwehr zurückziehen. Bei der folgenden Übung lassen wir nun einfach mal die Abwehr beim Kontern stehen. Wir arbeiten mit den 4 Basisblocks A-Uke, Soto-Uke, Gedan-Barai und Uchi-Uke. Zunächst beginnen wir in Shizentai, einfach in der natürlichen Stellung. Ausgangsposition, linker Arm Uchi-Uke, rechter Arm Judan-Tsuki. Erste Bewegung A-Uke, dabei die Schlaghand zurückziehen. Jetzt ohne die Abwehr zurückzuziehen, Judan-Tsuki, Soto-Uke, Abwehr stehen lassen, Judan-Tsuki, Gedan-Barai, Judan-Tsuki, Uchi-Uke, Judan-Tsuki. Fünf bis 10 Mal auf jeder Seite. Als nächstes übt ihr in einem festen, stabilen Hibadachi. Auch hier ungefähr 5 bis 10 Mal auf jeder Seite. In der dritten Variante üben wir das Ganze jetzt in Zenkutsudachi. Und mit Hüft- und Oberkörperrotation. Hüfte ausdrehen, Hüfte eindrehen. Ausdrehen, eindrehen. Aus, ein, aus, ein. In der letzten Variante bleiben wir im Zenkutsudachi, üben weiterhin mit Hüft- und Oberkörperrotation, führen aber jetzt beide Techniken gleichzeitig aus. Wir spannen vor, ziehen also den Schlagarm zurück und beide Techniken gleichzeitig. Vorspannen, beide Techniken gleichzeitig. Ausdrehen, eindrehen. Ausdrehen, eindrehen. Widrigkeiten sind nur so ernst, wie der Geist sie nimmt. Wenn wir darüber nachdenken, wird uns vielleicht klar, dass wir viele Situationen in unserem Leben viel entspannter angehen könnten, als wir es meistens tun. Ein kleines Beispiel aus dem Karate. Wenn bei mir im Dojo Unterstufler bzw. Mittelstufler in die Oberstufe kommen, kann ich immer wieder beobachten, wie unterschiedlich die Leute mit dieser Situation umgehen. Die meisten stellen sich dieser Herausforderung problemlos. Sie machen so gut es ihnen eben möglich ist mit, versuchen sich an neuen Katas und geben auch nicht gleich auf, wenn das Kyun mal etwas anspruchsvoller ist. Also eine durchaus positive Herangehensweise. Dann gibt es aber solche, die eine ganz andere Herangehensweise an den Tag legen. Bei diesen Leuten ist dann, weil vielleicht nicht alles auf Anhieb klappt, deutlich zu erkennen, wie sie ständig innerlich am Fluchen sind und sich somit selbst im Wege stehen. Das kann dann so weit gehen, dass sie Neues nicht einmal mehr ausprobieren wollen und endet manchmal so, dass sie zurück in die Unterstufe wollen oder noch schlimmer, dass sie mit dem Karate aufhören. Im Alltag finden wir natürlich unzählige weitere Beispiele. Beim Autofahren zum Beispiel. Wenn wir dabei sind, auf der Autobahn einen LKW zu überholen und von hinten kommt jemand hupend angerast und möchte uns dazu zwingen, schnellstmöglich die linke Fahrbahn freizumachen, dann reagieren wir oft so, dass wir wahnsinnig wütend werden, wild mit den Armen herumfuchteln, selbst anfangen zu hupen und wenn der Raser dann an uns vorbeifährt, rufen wir ihm noch irgendwelche bösen Wörter hinterher. Dabei könnten wir auch ganz anders reagieren.
Wir könnten einmal tief durchatmen und wenn der Raser dann an uns vorbeifährt, lächelnd zuwinken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Denn wir wissen, Widrigkeiten sind nur so ernst, wie der Geist sie nimmt. Denkt mal drüber nach.